herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin's wieder, euer Max, und heute wollen wir einen Airmatic-Kompressor wechseln beim W220. Das Ganze könnt ihr auch analog zum W211 anwenden, weil die haben auch den gleichen Kompressor drin. Das ganze Problem, warum wir das jetzt machen, ist, der Airmatic-Kompressor hält nicht so richtig den Druck, also er kann den Druck nicht richtig aufbauen. Wir haben schon eine Druckprüfung gemacht. Dazu gibt es auch von Carlos, Schrauberbude44, ein richtig gutes Video, wie ihr euer Airmatic einstellen könnt über die STAR-Diagnose. Das verlinke ich euch auch und schaut da gerne auch mal bei dem Carlos auf die Seite vorbei. Das Problem bei mir zum Beispiel ist, der Kompressor macht Geräusche, also das hämmert dann auch so ein bisschen, wenn man den jetzt hier beim Hochpumpen hört, und bei der Druckprüfung kam halt raus, er hat so ungefähr 5 bis 6 Bar und sollte aber mindestens 14 Bar erreichen, die ihr halt brauchen, wirklich das Fahrwerk hochzufahren. Und zusätzlich kommt auch im Kombi-Instrument die Anzeige Werkstatt aufsuchen. Das kommt auch meistens, wenn man dann auf Airmatic hochfahren klickt, steht dann halt da Werkstatt aufsuchen, weil halt einfach der Druck nicht ausreicht, um das Airmatic hochzufahren. Da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten. Wir wollten am Anfang beim Kompressor die Kolbendichtung wechseln. Da gibt es auch wieder ein gutes Video vom Carlos, Schrauberbude44. Unbedingt mal reinschauen. Wir wollten das am Anfang versuchen, weil wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass die Leute jetzt nicht immer gleich alle Teile teuer tauschen müssen, sondern erstmal versuchen sollen, mit so wenig wie möglich Aufwand bzw. Kosten sich das auch selbst instand zu setzen. Dazu gibt es so einen kleinen Dichtungssatz, der kostet keine 20 Euro. Das Ganze verlinke ich euch auch unten nochmal in der Beschreibung, den eBay-Link. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen und dann halt das Video mal von Carlos anschauen. Und wenn euch das gefällt, gerne meine Seite und auch die Seite vom Carlos abonnieren. Wir wollen euch da gerne mal ein bisschen weiterhelfen und werden auch zukünftig Videos zusammen machen. Wir sind jetzt letzte Woche daran gescheitert, weil die Schrauben hier sind in Alu eingeklebt und deswegen gibt es da extreme Probleme, die Schrauben ordentlich rauszubekommen. Entweder die Schrauben brechen ab oder, wie wir es jetzt hatten, die Schrauben lösen sich gar nicht und es scheitert dann halt am Werkzeug. Was jetzt dazu geführt hat, ohne jetzt einen Ersatzkompressor da zu haben, habe ich mich jetzt dafür entschieden, einen Kompressor zu kaufen. Und zwar habe ich diesen bei eBay bestellt, denn der Originale bei Mercedes wird sicherlich um die 500 bis 700 Euro, schätze ich mal, kosten. Bei eBay kostet der ganze Kompressor, den wir jetzt hier heute einbauen, ungefähr 150 Euro. Den eBay-Link packe ich euch auch unten in die Beschreibung. Da könnt ihr natürlich dann auch nochmal den bestellen über diesen Link. Wir werden jetzt das Ganze einfach mal zeigen, wie man den tauscht. Dazu würde ich euch auch empfehlen, zusätzlich dieses Teil hier von Mercedes mitzubestellen. Da ist der Kompressor drin aufgehangen. Der hängt dann hier quasi hier so drin. Das zeigt euch dann auch alles. Und da ist dann auch Feder gelagert. Also sind halt auch so kleine Federscheibchen. Und wir hatten auch beim letzten Mal jetzt das Problem, dass eine so verrostet war, dass es halt abgebrochen ist. Also ein Gewinde ist komplett abgebrochen. Das wird euch höchstwahrscheinlich auch passieren. Deswegen haben wir das Teil hier jetzt mitgemacht, also nehmen wir das jetzt mit. Die Teilenummer packe ich euch auch natürlich in die Beschreibung und solltet ihr eventuell parat haben. Es ist auch wichtig, dass das federgelagert ist, wenn der ganze Kompressor dann natürlich nicht diesen Schwingungen ausgesetzt ist, und das sollte natürlich auch einwandfrei funktionieren. Ganz erfahrungsgemäß werde ich den Kompressor, den ich jetzt hier bei eBay habe, im Gegensatz zu dem Original mal für euch ein bisschen testen. Aber Hans von der Sternflotte Halle hat den auch selber schon verbaut und ja, er meint, ja, wie viele Jahre waren das jetzt? Ich glaube 4 oder 5 Jahre. 4 oder 5 Jahre hat er jetzt auch bei ihm einwandfrei funktioniert und auf das ganze Teil ist auch Garantie, glaube ich, 1-2 Jahre. Oder haben 2 Jahre auf jeden Fall. Ja, genau. Und da fangen wir jetzt auch an. Und was ich noch sagen wollte, wir schrauben auch vorher hier das Rad ab, die Unterbodenverkleidung, dass wir an den Kompressor rankommen. Das Ganze ersparen wir euch im Video und dann geht es gleich weiter. So, der sitzt auch schon hier. Der alte Kompressor, der hängt hier auch drin, federgelagert, was wir schon mal gesagt haben. Und da werden wir jetzt vorher erstmal die Schrauben schon mal mit Rostlöser, ich nutze hier diesen Injektoren- und Glühkerzenlöser, einsprühen. Das ist nämlich nochmal so mein Geheimtipp. Der ist besser als
jeder Rostlöser. Da gehen die Schrauben richtig gut ab. Und hier sieht man auch schon, mussten wir beim letzten Mal, als uns das dann abgerissen ist, beim ersten Versuch, das erstmal mit Kabelbinder festmachen. Und deswegen haben wir jetzt auch den neuen Halter. So, und dann werden wir jetzt als allererstes mit einem 10er Schlüssel ganz langsam hier die Luft ablassen am Luftschlauch, bis ihr dann inzwischen hört. Lasst es nicht zu schnell entweichen, nicht dass sich hier Feuchtigkeit dann auch noch mit reinzieht. Und dann werden wir den Stecker lösen, den Schlauch lösen und den Stecker auch noch lösen. Genau. So, anschließend können wir, um den Kompressor komplett rauszuholen, die Schrauben von der Federlagerung lösen. Ich empfehle euch, die ebenfalls mit Rostlöser vorher einzusprühen. Und jetzt haben wir den Halter hier, den wir tauschen wollen müssen. Aufgrund dessen, dass uns hier das Gewinde abgebrochen ist, werden wir jetzt hier auch nochmal die Schrauben alle ordentlich einsprühen. Ne, ist kein Druck. Dreht sich. Der Gummi dreht sich ab, glaube ich. Ja, jetzt ist der Gummi abgedreht. Das hier hat sich abgedreht. Probier es nochmal auf der anderen Seite. Mach mal. Ne, ist auch abgedreht. So, wie ihr jetzt auch schon gesehen habt, ist uns vom Halter hier die Gummis abgerissen. Ne? Würde ich dann auch empfehlen, gleich mit einzukaufen. Ja, dafür ist es ja da, dass wir hier dieses Video machen, dass ihr schon vorbereitet seid, was ihr alles im Petto haben müsstet. Wir müssen jetzt diese Gummilager hier nochmal nachbestellen. Die Teilenummer verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, dass ihr das auch zu Rate habt quasi. Und genau das gleiche gilt auch für diese Hülsen hier, wo die Lagerung bzw. die Federung drin ist. Bei meinem hier ist das noch in gutem Zustand. Das heißt, ich habe das noch mal ein bisschen im Rostumwandler eingeweicht, dass die wieder gut aussehen. Aber diese Hülsen hier solltet ihr dann auch mit dabei haben, wenn bei euch das stark verrostet ist. So, hier ist der alte Kompressor und hier ist der neue Kompressor, und da werden wir jetzt einfach die Gummilager hier rausnehmen und in den drüben einsetzen.
So, jetzt kommt der schönste Schritt, und zwar den Kompressor wieder einbauen. Als erstes muss man hier die Unterlegscheiben drunter legen und dann den Kompressor draufstecken. Wir fangen hier vorne links an, also stecken wir hier als erstes die Schrauben drauf und schieben das ein bisschen hoch. Werde ich jetzt parallel, warte, noch dazu auf der anderen Seite die Unterlegscheibe drauf. Wir müssen es jetzt mal markieren noch mal runternehmen. Genau. So, jetzt wird quasi von der links als erstes das festgemacht. Das heißt, die Feder wird jetzt hier eingeführt, ganz einfach, und dann die Feder ist noch nicht richtig drin, Mann, ne? Jetzt. So. Dann reingeschraubt. So, und jetzt hängt das hier schon mal auf der einen Seite. Das nächste ist, bevor die anderen reingemacht werden, muss hier dieses wunderschöne Teil, die Abdeckung hier reingefädelt werden, und dann fällt auch schon die Mutter wieder raus, wie es mir kommen könnte. Da muss ja wieder der Teller und das Federstück wieder dazwischen. Ja, muss genau. So, erstmal hoch. So, jetzt kommen wir mal rum. Genau, dann müssen wir erst vorne links, dann hinten nur ein bisschen heften. Weil hier drüben wird jetzt so schönes Gefummel sein, weil man quasi jetzt das Ganze hier reinbekommen muss. Das ist halt richtig bescheiden zu machen. Dass die Hülse hier so eingeführt werden. Genau. Zack. Jetzt wieder die Stecker hier zurückbauen. Hier, okay. Dann wird auch der Schlauch hier wieder angeschlossen. Das ist quasi der Luftfilter, der hier oben hängt. So, wir haben jetzt den Kompressor eingebaut, quasi. Wir werden jetzt das Fahrzeug noch nicht gleich ganz absetzen, sondern es wird jetzt runtergefahren, bis es leicht Bodenkontakt hat. Jetzt werden wir das Fahrzeug starten und den Kompressor quasi anschalten und das Fahrzeug auf Hochpumpen machen. Machen wir jetzt auch das Ganze. Genau. Hallo. Ja. So, quasi bevor wir die Bühne ablassen, lassen wir die Dämpfer komplett hochfahren, dass sich sozusagen der Druck aufgebaut hat, und dann können wir die Bühne erst runterfahren. Wir haben das jetzt schon mal gemacht, das heißt, die Bühne ist jetzt zwar schon weg, wir wollten es jetzt noch mal zeigen. Wir werden jetzt noch im Nachgang mit der Startdiagnose quasi nochmal die Prüfung durchführen, ob der Kompressor jetzt den richtigen Druck erreicht, und anschließend das Fahrwerk quasi einstellen. Wie ich schon gesagt habe, das Ganze könnt ihr machen mit dem Video von Schrauberbude 44, da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen. Wie immer, wäre es schön, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, das würde mir sehr helfen. Und ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, euer MT-Benz 140. So, jetzt sind wir hier, Tag 3 schon mittlerweile. Also zweiter Teil, nachdem wir jetzt den Kompressor getauscht haben, stellen wir den auch natürlich ein. Wie beim letzten Mal hat man ja schon gezeigt, dass wir den Kompressortest hier gemacht haben.
Das ist ja jetzt hier der Einbaukompressor. Da führen wir jetzt hier erstmal den Kompressortest durch. Und da sehen wir jetzt auch, er erreicht sofort ohne Probleme den angegebenen Druck. Das war ja das Problem, was wir beim alten Kompressor nicht hatten. Da ist er dabei, glaube ich, 6, 7 Bar hängen geblieben. Und wir haben jetzt gesehen, wie schnell das ging, wie schnell der hier auf den nötigen Druck gekommen ist. Genau, und jetzt machen wir die ganzen pneumatischen Prüfungen für die Niveauventile hier. So, und das gehen wir jetzt alles nacheinander durch und danach sehen wir uns dann beim Einstellen vom Fahrzeug. Druckprüfungen und alles haben wir jetzt erfolgreich im grünen Bereich bestanden. Das System ist dicht, alles funktioniert einwandfrei. Das heißt, wir kommen jetzt hier zur Einstellungen von den Sensoren. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht weiter groß darauf ein, weil ja Carlos das ja auch schon in seinem angesprochenen Video macht. Wir werden jetzt quasi hier einfach an der Radnabe immer ausmessen. Von Nabe bis Unterkante Kotflügel wird das Ganze gemessen und danach stellen wir dann die Fahrzeughöhe ein. Dadurch, dass ich jetzt halt ein 4matic habe, werde ich das auch ein bisschen höher einstellen, weil die Allradmodelle natürlich auch ein bisschen höher eingestellt sind. Und hier könnt ihr jetzt natürlich das Fahrwerk so ein bisschen auf eure Ansprüche anpassen. Das werden wir jetzt alles rundum machen. So, jetzt werden wir hier. Haben wir hinten eine 38,5. Und Hans, du darfst sie jetzt mal hinten reinsetzen. Natürlich mal ein bisschen näher. Dann sieht man jetzt auch, wie er absinkt, weil ja hinten Gewicht drin ist. Und er steigt auf 38 an. 38,5, wie es vorher war, perfekt, also das Sensor funktioniert einwandfrei. So, Hans, du darfst jetzt wieder aussteigen. Jetzt geht er wieder hoch. Und dann sinkt er auch wieder einwandfrei ab, also genau so wie das Luftfahrwerk funktionieren soll. Funktioniert auch. Und jetzt ist er wieder bei seinem 38,5. Genau, perfekt. Das soll es dann auch schon soweit gewesen sein hier in dem Video. Das soll jetzt nur noch mal ein kleiner Einblick sein im Nachgang zur Kompressorprüfung. Das Einzige, was ich jetzt halt auch festgestellt habe, dass der Nachbaukompressor etwas lauter ist als der Originale, habe ich zumindest so das Gefühl. Das heißt, man hört ihn wahrscheinlich ein bisschen lauter, aber ich sage mal, bei dem Preisunterschied von 500 € oder so, ja, da kann man das natürlich hinnehmen. Genau, und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bis später. Alles Gute und einen guten Start ins neue Jahr. Jo, ciao.